The Blind Date. Hallo? Hallo, bist du Lukas? Ja, ich bin Lukas. Puh, Und du bist Sarah? ja, genau. Schön, dich zu sehen. Ich bin froh, dass ich dich erkannt habe. Warum? Dein Profilbild war ja mit Sonnenbrille. Stimmt. Und mit Hut. Ja, das war im Urlaub auf Mallorca. Du siehst anders aus ohne Hut. Besser oder schlechter? Anders. Setz dich doch. Danke. Hast du gut hergefunden? Ja, ging so. Gab es Stau? Die Bahn hatte Verspätung, wie immer. Typisch. Das Café ist echt süß. Findest du? Ja, ich war hier noch nie. Ich dachte, es ist gut für ein erstes Date. Warum? Es ist nicht zu laut, man kann reden. Das ist wichtig. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Ich habe schon einen Eistee. Ich brauche Kaffee. Um diese Uhrzeit? Ich bin total müde von der Arbeit. Harer Tag. Frag nicht. Was arbeitest du nochmal? Ich habe es dir geschrieben. Hilf mir kurz auf die Sprünge. Irgendwas mit Medien? Ah, richtig. Social Media Managerin. Genau. Ich betreue Instagram-Kanäle. Klingt stressig. Ist es auch. Immer online sein. Und du bist Architekt? Du hast mein Profil auch nicht genau gelesen, oder? Hey, fast. Was denn? Bauingenieur. Wo ist der Unterschied? Architekten malen schöne Bilder. Und du? Ich berechne, ob die Häuser stehen bleiben. Das klingt wichtig. Ist es. Wenn ich mich verrechne, stürzt das Haus ein. Oha. Also bist du der Realist und ich die Kreative? Scheint so. Gegensätze ziehen sich an, sagt man doch. Oder sie stoßen sich ab. Hoffen wir das Beste. Mal sehen. Erzähl mir, was machst du in deiner Freizeit? Wenn ich keine Häuser berechne, Ja? Hast du Hobbys? ich koche gerne. Wirklich? Das ist ein Pluspunkt. Ich esse gerne. Das passt ja perfekt. So, Lukas, Ja, das Zimmer hast du gesehen. ja, habe ich. Und? Es ist toll. 15 Quadratmeter. Die Größe ist perfekt. Es ist hell, oder? An sehr hell, zur Straße raus. Ist es dir zu laut? Nein, ich schlafe wie ein Stein. Und der Preis? Der ist fair für diese Lage. Gut. Ich mag die hohen Decken. Altbau ist super. Freut mich. Aber Lukas, Ja? das Zimmer ist eine Sache. Und? Wir müssen schauen, ob es menschlich passt. Klar. Wir sind keine Zweck-WG. Das ist gut. Ich will keine Zweck-WG. Wir machen viel zusammen. Zum Beispiel, Wir kochen oft. ich koche auch gerne. Was ist dein Spezialgericht? Pasta in allen Variationen. Nudeln gehen immer. Eben. Jetzt ein ernstes Thema. Oh oh, Sauberkeit. wichtiges Thema. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin ziemlich ordentlich. Das sagen alle. Ehrlich. Hast du einen Putzplan gehabt? Ja, in meiner alten WG. Hat das funktioniert? Meistens. Lässt du Geschirr stehen? Nein, ich spüle immer direkt ab. Wirklich? Auch Töpfe? Töpfe weiche ich manchmal ein. Aha, erwischt. Aber nur über Nacht. Okay, das ist akzeptabel.
Rauchst du? Nein, hier ist Rauchverbot. Und perfekt. Ich bin Nichtraucher. Spielst du ein Instrument? Ein bisschen Gitarre. Laut? E-Gitarre. Oh nein. Aber mit Kopfhörern. Sicher? Ja, man hört nichts. Mein letzter Mitbewohner hat Trompete geübt. Trompete? Ja, das war die Hölle. Keine Trompete versprochen. Und wie stehst du zu Haustieren? Habt ihr welche? Ich habe eine Katze. Eine Katze? Ja, sie heißt Mimi. Ich liebe Katzen. Wirklich? Keine Allergie? Nein. Magst du Katzenhaare auf dem Sofa? Stört mich nicht. Wenn ich sie streicheln darf, bin ich glücklich. Das sieht gut aus, Lukas. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich auch. Ich bespreche das mit meiner Mitbewohnerin. Wann weiß ich Bescheid? Ich melde mich morgen. Super, ich warte auf deinen Anruf. Brunch? Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich glaube schon. Was darf es sein? Ich hätte gerne das Frühstück Paris. Eine sehr gute Wahl. Aber ich habe ein paar Fragen. Fragen? Ja, kleine Änderungen. Okay, schießen Sie los. Könnte ich statt dem Croissant ein Brötchen haben? Ein Brötchen? Ja, Das Paris ist eigentlich berühmt für die Croissants. ich weiß, aber Croissants sind mir zu fettig. Verstehe. Geht das? Ein Vollkornbrötchen? Ich muss in der Küche fragen. Bitte fragen Sie. Okay, Brötchen statt Croissant, notiert. Und die Marmelade. Was ist damit? Welche Sorten sind das? Erdbeere und Aprikose. Oh, das ist schlecht. Warum? Ich bin allergisch gegen Erdbeeren. Wirklich? Ja, ich bekomme sofort Ausschlag. Das wollen wir nicht. Genau. Ich kann Ihnen Honig bringen. Honig ist gut. Und Nutella? Ja, Nutella ist super. Also keine Erdbeere, dafür Honig und Nutella. Perfekt. War es das? Nein, noch eine Sache beim Ei. Beim Ei? Es ist ein gekochtes Ei dabei, richtig? Ja. Wie lange kochen Sie das? Normal, wachsweich. Ruhig. Ein. Ich mag es nicht, wenn das Eigelb flüssig ist. Sie mögen es hart? Sehr hart, steinhart. Trocken? Ja, bitte. Okay, ein sehr hartes Ei, verstanden. Danke, Sie sind sehr geduldig. Ja, das ist mein Job. Und zu trinken? Einen großen Cappuccino. Kommt sofort. Aber Aber bitte mit laktosefreier Milch. laktosefrei haben wir leider nicht. Echt nicht? Nein, tut mir leid. Das ist schade. Wir haben Sojamilch Mag ich nicht. und Hafermilch. Hafermilch geht? Kostet aber 50 Cent extra. Das ist okay. Also Cappuccino mit Hafermilch. Und bitte, Ja, den Schaum nicht so fest. nicht so fest? Ja, eher cremig, nicht wie Bauschaum. Okay, Hafermilch, wenig Schaum. Genau. Sonst noch etwas? Vielleicht ein Glas Leitungswasser? Ein Glas Wasser. Ist das kostenlos? Ja, das geht aufs Haus. Super, danke. Und ich hoffe, der Koch kündigt nicht, wenn er die Bestellung sieht. Ach was, das ist doch ganz einfach. Health Food Store. Hallo. Hallo.
Kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe es. Sie schauen so suchend. Ich fühle mich nicht gut. Oh, sind Sie krank? Nein, nicht krank, aber schlapp. Schlapp? Ja, müde, energielos. Das liegt am Wetter. Meinen Sie? Ja, im Winter fehlt uns die Sonne. Das stimmt. Ich komme morgens kaum aus dem Bett. Essen Sie viel Obst. Ich versuche es, Aber aber oft habe ich keine Zeit. Fast Food geht schneller. das dachte ich mir. Ich suche etwas Natürliches. Etwas, das Energie gibt? Genau, ein Wundermittel. Ich hab da was. Zeigen Sie mal. Diese Ampullen hier. Das sieht medizinisch aus. Das ist eine Kur. Was ist da drin? Vitamin C hochdosiert. Gut. Und Eisen. Eisen? Ja, Mein Arzt sagte mal, ich habe Eisenmangel. sehen Sie, das macht müde. Und Magnesium? Ist auch drin. Gegen Stress. Stress habe ich genug. Sie trinken jeden Morgen ein Fläschchen. Oh, jeden Morgen? Ja, zum Frühstück. Und wie schmeckt das? Wichtigste Frage. Ich hasse Medizin, die bitter ist. Keine Sorge. Wonach schmeckt es? Orange und Maracuja. Wirklich? Ja, ganz lecker eigentlich. Wie Saft. Klingt gut. Wirkt auch gut. Was kostet so eine Packung? Für wie lange wollen Sie es nehmen? Einen Monat? Die Monatspackung kostet 45 Euro. 45 Euro? Ja, Oha, das ist viel Geld. es ist Bio-Qualität Trotzdem, und vegan. haben Sie nichts Billigeres? Wir haben Tabletten. Sind die schlechter? Der Körper nimmt Flüssigkeit besser auf als Tabletten. Also wirken die Ampullen schneller? Genau. Na gut, Investieren Sie in Ihre Gesundheit. Sie sind ein guter Verkäufer. Ich sage nur die Wahrheit. Okay, ich probiere es einen Monat lang. Gute Wahl, soll ich es einpacken? Ja, bitte. Konzerttickets. Hallo, willkommen im Ticketshop. Hallo. Was kann ich für Sie tun? Ich brauche Hilfe. Dringend. Das sagen alle. Ich suche 2 Karten. Für was? Für das Konzert von Die Toten Hosen. Die Toten Hosen? Ja, Am nächsten Freitag? genau das. Oh je. Was heißt oh je? Da sind Sie aber sehr spät dran. Ich weiß, ich weiß. Das Konzert ist eigentlich ausverkauft. Komplett? Restlos. Seit 3 Wochen. Das ist eine Katastrophe. Haben Sie es vergessen? Nein, ja, vielleicht. Klassiker. Es ist mein Jahrestag. Kolon Auweia. Ich habe meiner Freundin versprochen, dass ich Karten besorge. Das war mutig. Wenn ich ohne Karten komme, bin ich tot. Verstehe. Können Sie gar nichts machen? Warten Sie mal. Bitte. Ich schaue mal in den Computer. Und? Kolon. Hm. Was heißt hm? Ich sehe hier Rückläufer. Wirklich? Ja, aber es ist kompliziert.
Egal, erzählen Sie. Ich habe 2 Einzelplätze. Einzelplätze Einer ist im Block A, und der andere, im Block F. das ist ja am anderen Ende der Halle. Ja, leider. Getrennte Plätze beim Jahrestag? Romantisch ist das nicht. Das kann ich nicht bringen. Schatz, wir sehen uns nach der Show? Kommt wahrscheinlich nicht gut an. Nein, das geht gar nicht. Haben Sie nichts anderes? Moment, Was ist? hier blinkt was auf. Was blinkt? Gerade eben 2 Stehplätze? Stehplätze, Ja, in der Arena, ganz vorne. Innenraum? Ja, Jemand hat storniert? scheint so. Glück gehabt. Das ist ja noch besser als Sitzplätze. Die Stimmung ist da unten super. Aber man muss lange stehen. Man tanzt ja eh. Stimmt. Was kosten die? Halten Sie sich fest. Sagen Sie schon. 85 Euros. Für beide? Nein, pro Karte. Was? 85 Euro pro Stück. Das sind 170 Euro. Angebot und Nachfrage. Uff. Wollen Sie sie? Das ist mein ganzes Monatsbudget. Sie sind gleich weg, wenn Sie nicht Ja sagen. Ich habe keine Wahl, oder? Nicht wirklich. Na gut, ich nehme sie. Gute Entscheidung. Meine Freundin bringt mich um, wenn sie den Preis erfährt. Sagen Sie es ihr einfach nicht. Guter Plan. Wollen Sie eine Ticketversicherung dazu? Wofür? Falls Sie krank werden. Nein, danke. Kostet nur 5 Euro. Nein. Selbst wenn ich den Kopf unter dem Arm trage, gehe ich hin. Das ist die richtige Einstellung. Hier ist meine Karte. Viel Spaß beim Konzert. So, Freunde, das war's für heute. Ihr macht tolle Fortschritte. Aber vergesst nicht, Konsistenz ist der Schlüssel zum Erfolg. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Das hilft uns sehr, mehr solchen Content zu erstellen. Und damit ihr die nächsten Abenteuer und Lektionen mit Sarah und mir nicht verpasst, klickt jetzt auf Abonnieren und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.